Namaste. Ich offeriere meinen Respekt zu meinem spirituellen Meister Jagadguru Siddhasvarupananda. Ist geistiges Heilen spirituell? Was ist Spiritualität? Geistiges Heilen ist nicht spirituell. Es ist eine feinstoffliche Macht, das ist alles. Es ist ganz einfach eine höhere materielle Technologie, welche oft als Spiritualität verwechselt wird. Das kommt daher, dass die Technologie nicht richtig verstanden wird. Zum Beispiel kann ein einheimischer Mensch, welcher im Urwald lebt und zum ersten Mal ein Flugzeug sieht, davon fasziniert sein. Sie mögen denken, dass die Personen in diesem Flugzeug Götter sind oder so ähnlich. Sie sehen tickende Uhren und leuchtende Smartphones. Für diese Ureinwohner würde das etwas Mystisches sein und sie mögen das als etwas Großes und Spirituelles erwägen. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine höhere Technologie, wovon sie zuvor nichts wussten. Geistheiler nehmen ihre Kraft von der mentalen Plattform. Es wird mit dem Prozess von Ashtanga Yoga verbunden, wo du die Energie durch Pranayam ansammelst. Du nimmst die Energie von der Luft, aus der Atmosphäre, von der Nahrung und von der sexuellen Flüssigkeit. Du sammelst die Energie auf eine Weise so an, dass du geistige und physische Kräfte bekommst. Es gibt Geistheiler, die sind sehr strikt mit dem Verlieren der sexuellen Flüssigkeit. Das zeigt, dass die Kräfte physiologisch sind, aber nicht spirituell. Das Gleiche gilt auch für Kampfkunst. Sie alle haben den gleichen Prozess von Ashtanga Yoga. Das Leiten der Lebensluft durch Atmung, Konzentration und physikalische Übungen. All diese Sachen sind materiell grobstofflich und feinstofflich, subtil, aber nicht spirituell. Ein Geistheiler kann sehr hartherzig sein und muss keine gottesbewusste Person sein. Genau wie ein Arzt, der durch das Verstehen des menschlichen Körpers und gewisse Technologien Menschen heilt und ganz und gar keine gottesbewusste Person sein muss, kann ein Geistheiler durch gewisse feinstoffliche Energien Menschen heilen und muss absolut kein Liebhaber von Gott sein. Geistheiler haben bloß Zugang zu einer mehr subtilen Energie. Das ist alles. Ich sage nicht, dass Ärzte und Geistheiler keine Liebhaber von Gott sein können, aber solche Kräfte zu haben hat absolut nichts damit zu tun, ob jemand einen Liebhaber von Gott oder eine gottesbewusste Person ist. Ich sage auch nicht, dass solche Kräfte zu haben schlecht ist. Im Gegenteil, es ist wundervoll, wenn man jemandem physikalisch oder geistig helfen kann. Aber Spiritualität beginnt, wenn ich meine Kräfte und meine Talente im liebenden Dienst zu Gott oder zum höchsten Wesen anwende. Es ist okay, solange du die Kräfte, welche du hast, geistig oder physikalisch, im Service zum Höchsten anpasst. Man darf auch nicht in die Illusion fallen, dass ich die Quelle der Kraft bin. Gott ist die Quelle von aller Kraft und man sollte ihn auch dadurch verherrlichen. Anstatt sich zu bemühen, solche Kräfte zu entwickeln, sollte man besser seine Zeit und Energie dafür verwenden, seine Liebe zur Quelle der Kraft entwickeln. Es gibt Geistheiler, die sagen, dass sie ihre Kräfte von Gott haben. Und ja, das ist Tatsache. Alles kommt von Gott. Sogar Bier, Wein, Prostitution, Glücksspiele, Drogen, alles kommt von Gott. Das ist die Bedeutung von Gott, die Ursache von allem. Geistheiler haben ein Geschenk. Und wenn sie dieses Geschenk im liebenden Dienst zum höchsten Wesen, zu Gott gebrauchen, für die Verherrlichung von Gott gebrauchen, dann ist es okay. Aber wenn sie dieses Geschenk für ihre eigenen materiellen Genüsse und für ihre eigenen Verherrlichung gebrauchen, dann sind sie ganz einfach Materialisten. Es gibt so viele Menschen, die all ihre Zeit und Energie da reinsetzen, Schulen besuchen, um feinstoffliche Kräfte zu entwickeln und um damit Geld zu verdienen. Sie genießen finanzielle Bereicherung
und auch Ansehen und Anerkennung von anderen. Selbst Jesus hatte seine Kräfte nur begrenzt eingesetzt und hatte seine Zeit nicht damit verbracht, um mystische Kräfte zu entwickeln. Er hatte seine Kräfte nicht dafür eingesetzt, um andere auszunutzen und Geld zu verdienen. Er hatte seine Kräfte für das gebraucht, damit er andere Leute überzeugen konnte, dass er der Vertreter von Gott ist und damit sie ihm zuhören, damit er sie von seiner Botschaft überzeugen konnte, wie sie wirklich glücklich werden können. Liebe den höchsten Vater von ganzem Herzen. Das ist Spiritualität. Zu realisieren, wer ich in Essenz wirklich bin und auch danach zu leben. Ich bin ein spirituelles Lebewesen, ein Funke vom höchsten Lebewesen. Und meine Funktion ist es, das höchste Wesen zu lieben und ihm zu dienen. Schlussendlich machen uns gesunde Körper nicht glücklich. Es gibt so viele Menschen, die einen gesunden Körper haben, aber jetzt so unglücklich sind, sogar deprimiert sind, ja sogar Selbstmord begehen. Du bist nicht glücklich, ob du blind bist oder nicht, ob dein Körper gesund ist oder nicht. Du wirst sterben, du bist am falschen Ort, du gehörst in das Königreich Gottes. Du solltest zu Hause sein bei deinem wirklichen Vater. Anstatt all deine Zeit und Energie ins geistige Heilen zu investieren, sollte man viel besser seine Zeit dafür gebrauchen, seine Liebe zu Gott zu entwickeln, seine Beziehung zu Gott zu entwickeln. Das ist auch die Botschaft von Jesus. Liebe den höchsten Vater von ganzem Herzen, mit allen Gedanken, mit dem ganzen Wesen. Das ist Perfektion. Das ist wahre Spiritualität. Vielen Dank. Haribo.